Ich bin Maike Kraus, ich leite den Posten Streifenanbau, bei dem wir auch den Sorghum noch integriert haben. Also da kann man zwei Sachen kennenlernen, und zwar den Streifenanbau, was im Prinzip die Unterteilung von einem Feld in kleinere Streifen ist, eine Vielfachen der gängigen Arbeitsbreiten. Die Idee dahinter ist, dass man die Feldgrößen reduziert. Also wir sehen das ja in manchen europäischen Ländern, dass wir da wieder so eine Art Agrarwüste bekommen haben und mit riesigen Flächen, wo ja, Tiere, Insekten und so weiter einfach nicht mehr wirklich einen Lebensraum finden. Und die Idee vom Streifenanbau ist, dass man das einfach auf effiziente Art und Weise wieder ins Feld bekommt, und zwar weiterhin auch produziert. Also die Kombination von einer Landschaftsvielfalt, von einer Ackervielfalt und gleichbleibender Produktion. Das ist die Grundidee. Und hier in der Schweiz kommt noch dazu, dass wir natürlich viel Flächen am Hang haben, an Hanglagen. Eigentlich überall ist ein gewisser Hang drin oder eine gewisse Neigung, sprich auch ein Risiko für Erosion. Und da können die Streifen sehr spannend sein, dass man eben diesen Abfluss von Wasser dann unterbricht. Das kann man machen in einem einjährigen Setting, dass man mal ein Feld teilt in Streifen und dann wieder zurück in die normale Feldgröße nimmt. Man kann das aber auch permanent installieren. Das heißt, die Streifen bleiben am Ort und man rotiert dann eine Fruchtfolge drüber hinweg. Das ist sehr komplex und das wollen wir an dem Stand vorstellen. Wir haben jetzt ein 4-jähriges Projekt gehabt am Fiebel und werden dort dann die Ergebnisse präsentieren. Am Stand sehen wir eine 5-jährige Fruchtfolge, die wir demonstrativ angebaut haben. Also man sieht dann die unterschiedlichen Höhen der Kulturen und was so die Barriereneffekte, die ein Streifen mit sich bringt, eben leisten kann. Und darin integriert, weil es an keinem anderen Posten mehr Platz hatte, haben wir den Sorghum. Der Sorghum ist eine sehr spannende Kultur jetzt im fortschreitenden Klimawandel, weil er nämlich trockenresistent ist und auch Hitze vermag und eine Alternative zum Mais sein kann. Da wird dann betreut vom Agroskop, vom Dimitri Charrière, der viel erzählen kann über diese Kultur. Was wir zum Beispiel im Projekt gesehen haben, ist, dass Zuckerrüben und Kartoffeln, das geht ganz gut. Aber Raps geht überhaupt nicht. Da sind die Streifen wie so eine Art Einflugsschneise für einen Rapsglanzkäfer und wir haben wirkliche Mindererträge gesehen. Also wir konnten auch wirklich für 3 Kulturen gute Daten erheben. Ja, es ist spannend. Wir haben viel Forschung jetzt über der Bodenoberfläche gemacht. Ich weiß von Forschungen in den Niederlanden, dass zum Beispiel Laufkäfer auch sehr stark vom Streifenanbau profitiert. Und mich würde interessieren, was denn unten im Boden dann selber passiert, wenn sozusagen die Vielfalt an Insekten und so weiter über der Bodenoberfläche zunimmt, was dann unterhalb, also im Boden dann da passiert. Dazu gibt es meines Wissens bisher noch keine Forschung.